Am 20. April gibt es meinen 5. musikalischen Online-Salon. Dieses Mal steht Cello-Einsatz von Paul-Heinz Dittrich im Mittelpunkt. Das Stück ist wieder eins von den älteren, 1975 entstanden. Ich habe es 2014 zum ersten Mal gespielt. Aber schon 1991 bin ich Paul-Heinz Dittrich begegnet, habe mir 1992 die Noten gekauft und mich dann mal mit ihm getroffen und also hatte das Stück eine Zeit lang geübt und bin das ganze Stück mit ihm schon durchgegangen. Als ich ihm damals erzählt habe, dass ich mir extra noch den Band Atemwende von Paul Celan gekauft habe, um das Gedicht Cello-Einsatz, worauf das Stück sich bezieht, lesen zu können, war er ganz erfreut und meinte, das würden meine Kollegen ja selten tun. Zum Glück hat es dann nicht vertieft, was mir das gebracht hätte, weil, ja, ich finde schon, dass ich mit Analyse von Musik ganz gut bin, aber so eine Beziehung herzustellen mit sowas ganz Eindeutigem wie im Text, das fällt mir irgendwie schwer. Also je abstrakter im Grunde, desto schöner für mich. Also zum Beispiel bei diesem Stück, wenn es so losgeht, das ist nicht ganz der Anfang, aber es kommt relativ schnell am Anfang. Und dieses kleine Motiv bestimmt den ganzen ersten Teil. Dann kommt ein zweiter Teil und der geht so los. Also genau das gleiche Motiv, nur mit dem Vorschlag und umgedreht. Und das bestimmt dann, dieses aufsteigende Motiv bestimmt den ganzen zweiten Teil. Und es ist auch rhythmisch noch ein bisschen weicher gehalten. Sowas leuchtet mir unmittelbar ein, dass man da ein Element nimmt, was man so und so rumspielen kann und daraus jeweils einen ganzen Teil darauf basierend schreibt. Jetzt ist es so, Dittrich hat auch Zitate von Celan in die Noten geschrieben. Am Anfang steht von hinter dem Schmerz zu dieser Figur. Ja, Schmerz verbindet man immer mit diesen absteigenden Dingern, das ist irgendwie klar. Dann der Teil, wo das plötzlich aufsteigend wird, ist überschrieben mit etwas wird wahr. Wie gesagt, da diese Beziehung so herzustellen, fällt mir irgendwie schwer. Ist aber wahrscheinlich auch egal. Es ist einfach meine Sache. Und vor allem am 20. April haben wir einen ausgewiesenen Celan-Experten da, Christoph Grube, der reden wird über die Musikalität in Celans Lyrik. Und vielleicht beantworten sich dann sowieso alle Fragen schon von selber. Oder man kann einfach noch schönere Fragen stellen und sie dann gemeinsam besprechen. Das heißt aber auch für heute Vormittag, ich werde über die Musik reden. Ich werde nicht über die Beziehung zwischen Dittrich und Celan reden, sondern ich zeige etwas aus der Musik. Ich fange an mit der Stelle, wo die Figur plötzlich aufwärts geht, also dem sozusagen zweiten großen Teil des Stückes. Etwas wird wahr. Darüber steht auch quasi Sarabande, also diese barocke Musikform, die man zum Beispiel auch in den Bach-Suiten kennt und liebt. Es ist wirklich sehr, sehr klar gefasst und sehr, sehr traditionell hier. Ganz am Schluss, da wo ich aufgehört habe, kam das Motiv auch schon zum zweiten Mal vor. Das läuft noch kurz so weiter, bis das Motiv zum dritten Mal vorkommt. Ich fange mal da an, wo ich aufgehört habe. Da war es noch einmal und jetzt kommt was ganz anderes. Das ist etwas, was in einem Stück immer wieder passiert, dass es diese festgefügten Teile gibt und dann öffnet sich etwas. Also ich finde, das ist immer wie so ein Fenster, was man plötzlich aufmacht. Und es kommt an dieser Stelle das Ausnotierte, diese lange, leise und schnelle Bewegung.
Es gibt auch andere Stellen, wo es nicht so genau aufgeschrieben ist, wo einfach nur ein Zeitraum geschrieben ist. Und das liebe ich sehr, diese Fenster. Die haben, also, ja, sie öffnen so etwas in einen ganz anderen Bereich und es hat so was Großzügiges. Es ist plötzlich Zeit. Also man hat, ähm, da wo ich angefangen habe, der zweite Teil, das schreitet so voran und dann kommt plötzlich diese Stelle, das dauert auch nur 2 Takte, aber es ist wie, als wäre die Zeit stillgestellt und man nimmt sich jetzt einfach mal Ruhe für diese eine Sache. Das ist auch, also ein anderes Fenster gibt es, da steht einfach nur eine Dauer in Sekunden oben drüber, wie lang das sein soll. Das Stück beginnt auch eigentlich mit einem Fenster. Also wenn ich das hier mal zeige, am Anfang steht nicht da, wie lang die Noten dauern sollen, die ersten, sondern es ist einfach nur ein räumlicher Abschnitt und es ist dem Interpreten überlassen zu entscheiden, wie das genau ist. Später war zu sehen, in der zweiten Teile kommen dann auch richtig Notenwerte, unten wird sogar ein Tempo angegeben, aber erstmal gibt es dieses offene Fenster. Gut, eine andere Stelle will ich noch zeigen. Auch hier ist es wieder so, dass es erst relativ gefasst losgeht. Natürlich ist es Unsinn, aus einem Stück einzelne Stellen rauszulösen. Aber wenn mich jemand fragen würde, was, Matthias, ist deine Lieblingsstelle an diesem Stück in Cello-Einsatz von Paul-Heinz Dittrich, dann würde ich sagen, dieses. Zum einen hat es auch wieder sowas von, es öffnet ein Fenster und es hat sowas ganz Schlichtes, nach wilden Sachen, die schon da passiert sind. Vor allem gegen Ende des Stückes wird es ein echter virtuoser Ritt. Und hier, es gibt diese ganz gleichmäßige Bewegung, immer noch mal mit dem Vorschlag auf dem Ton. Und ja, das ist sehr schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich in einem Stück an der Stelle bin. Natürlich ist diese Stelle auch nur diese Stelle, weil sie im Kontext des Stückes steht. Das meine ich mit, es hat keinen Sinn, irgendwas rauszulösen. Aber sie steht da eben und sie ist so schön, wie sie ist. Gut, so viel für heute zu Cello-Einsatz von Paul-Heinz Dittrich. Am 20. April um 19:30 Uhr gibt es den 5. musikalischen Online-Salon. Da werde ich am Anfang ein längeres Stück spielen aus Cello-Einsatz. Dann ist Christoph Grube dafür zuständig, uns etwas zu erzählen zur Musikalität in Paul Celans Lyrik. Und danach ist die Diskussion offen für alle. Und so nach etwa einer Stunde spiele ich zum Abschluss des offiziellen Teils das ganze Werk Cello-Einsatz von Paul-Heinz Dittrich. Ich bin sehr gespannt schon darauf, wie diese Sendung wieder wird. Ich freue mich sehr drauf und alle Links zum ganzen Projekt und zu dem 5. Salon selber stehen unten in der Beschreibung und ich hoffe, dass wir uns dann zahlreich dort sehen.